Erträgst du in deine kreative Idee und keine kommt dir zum Leben? Ich bin Isabella, 26 Jahre alt und momentan stecke ich all meine Energie in den Traum vom Künstlerleben. Ich male mit Ölfarben und ich arbeite meistens mit meinen eigenen Fotoreferenzen, die ich an sehr unkonventionellen Orten schieße, wie zum Beispiel hier. Je komplizierter meine Gemälde in Bezug auf die Farben werden, desto häufiger fragt ihr mich, woher ich eigentlich meine Fotoreferenzen nehme. Und da ich diese selber schieße, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz interessant wäre, mal die Backstage davon zu sehen. Ich werde das heute relativ oberflächlich aufgreifen und da könnt ihr mir einfach so viele Fragen stellen dazu, wie ihr mögt. Und vielleicht werde ich irgendwann nochmal eine Serie draus machen. So, jetzt aber zusammengefasst wird es in diesem Video darum gehen, es dauert bei mir voll lange, bis so eine Idee, die da irgendwo im Hinterkopf schwebt, zur Realität wird. Und täglich sind es echt sehr viele, die mich zum Rauszoomen und komplett aus dem Konzept bringen. Aber die meisten davon halte ich dann doch direkt für zu langweilig, um sie überhaupt ins Leben zu rufen. Wenn es aber mal so richtig kribbelt und ich nicht aufhören kann, an irgendein bestimmtes Bild zu denken, dann schreibe ich die Idee sofort auf. Und da ist sofort das Stichwort. Erinnert ihr euch an diese Übung aus der Schule, wo man ohne die Gedanken zu beurteilen einfach alles aufschreibt, was einem in den Sinn kommt? So und nicht anders versuche ich es zu machen. Es sind dann meistens um die 50 bis 100 Wörter, die schon mal das Resultat haben, dass diese Idee zur Realität wurde, denn nun steht sie auf dem Papier. Okay, jetzt kommen wir zu dem Beispiel, an dem ich die letzten Monate gearbeitet habe. Die Requisiten für diese Idee hatte ich schon zu Hause, weil mir das so ähnlich schon länger im Kopf herumwirbelte und ich habe sie in den letzten Monaten langsam gesammelt. Und wie genau ich diese Szene geschaffen habe, zeige ich euch jetzt. Zuerst kümmern wir uns um die Requisiten und ich stelle jetzt einfach alles, was ins Bild gehört, hin. Das, was ich hier mit dem Licht vorhabe, funktioniert am besten in hellen Räumen, denn da kommen die krassen Farben erst recht zur Geltung. Bei meinem letzten Bild, Burning Hearts, habe ich das übrigens ähnlich gemacht. Eine LED-Lampe stelle ich aufs blaue Licht ein und zwar aus der hinteren seitlichen Richtung. Die andere Lampe ist die, die ich euch, wenn ihr das ausprobieren wollt, mehr empfehlen kann. Es ist eine stinknormale Taschenlampe mit befestigter roter Folie an der Lichtquelle, warum das Licht dann auch, Überraschung, rot ist. Ich glaube, günstiger geht das nicht. Diese Lampe wird zentral ins Gesicht meines Models scheinen. Den Model hatte ich übrigens auch schon zu Hause. So, jetzt machen wir das Tageslicht aus, ziehen unsere Taucherbrille ein und schlüpfen in unsere Rolle. Heute sind wir jemand, der in seiner Kreativität ertrinkt. Kerzen an und fertig ist unser Bühnenbild. Für die Fotos habe ich auch Wasser in die Badewanne gelassen, jetzt mache ich es nicht, weil es eine unnötige Verschwendung wäre. Um Fotoreferenzen selbst zu schießen, braucht ihr keine professionelle Kamera. Was mehr zählt als Ausstattung, und das gilt für alle Schritte des kreativen Prozesses, ist die Flexibilität und die Bereitschaft, selbst nach Lösungen zu suchen, vieles auszuprobieren und nicht aufzugeben, wenn es nicht sofort klappt. Bis diese Fotos funktioniert hatten, musste ich mein Model zweimal für mehrere Stunden in die Badewanne setzen und es hat nur deswegen so kurz gedauert, weil ich mit diesen Lichtschemen schon sehr lange experimentiere. Lass uns jetzt über das Potenzial deines Umfelds sprechen. Kreative Ideen scheitern oft nicht an der Fantasie, sondern daran, dass wir glauben, nicht den perfekten Ort und die perfekten Mittel zu haben. Dabei steckt das Potenzial fast immer schon um uns herum. Wir müssen nur lernen, es zu sehen. Das gilt sowohl für potenzielle Räume als auch für Dinge, die darin liegen. In meinem Fall war es die Badewanne. Auf den ersten Blick kein Ort, der nach Kunst schreit. Aber mit einer klaren Idee, ein paar gesammelten Requisiten und gezieltem Kunstlicht wurde dieser Raum zur Bühne einer ganzen Geschichte. Jemand, der in seiner Kreativität ertrinkt. Wichtig dabei war, ich habe ganz bewusst kein Tageslicht verwendet, sondern mit künstlichem Licht gearbeitet, um volle Kontrolle über die Stimmung zu behalten. Eine LED-Lampe mit blauem Licht kam seitlich von hinten und eine einfache Taschenlampe mit roter Folie sorgte für diesen intensiven Kontrast im Gesicht meines Models. So entsteht Atmosphäre, ohne teures Equipment.
Aber nicht nur Räume haben Potenzial, auch Gegenstände, die scheinbar nutzlos herumliegen. Für Stillleben oder Gemäldereferenzen kann fast alles spannend sein. Ein zerknülltes T-Shirt, eine Obstschale, ein alter Stuhl oder zerbrochenes Glas. Oft übersehen wir diese Dinge, weil wir sie ständig vor Augen haben. Doch genau hier beginnt das kreative Sehen, wenn wir Alltägliches mit neuen Augen betrachten. Und wenn du wirklich gar nichts findest, geh raus. Wir machen das ohnehin viel zu selten. Die Welt da draußen ist voll von Lichtstimmungen, zufälligen Kompositionen und Farben, die kein Pinterest-Board dir so zeigen kann. Ein Spaziergang mit offenen Augen ist oft mehr wert als stundenlanges Suchen im Netz. Vielleicht wartet die perfekte Referenz für dein nächstes Bild direkt um die Ecke, auf einem Gartenstuhl oder zwischen alten Backsteinen. Du brauchst also keinen perfekten Ort. Du brauchst einen offenen Blick, Neugier und die Bereitschaft, das Verfügbare ernst zu nehmen. Meine Familie und Freunde sind es mittlerweile gewohnt, dass ich alle und alles für meine Bilder ausnutze, bis zum geht nicht mehr. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch die Frage, wie wir uns selbst nicht in zu vielen Ideen verlieren und wie wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn man kreativ arbeitet, und zwar egal ob als Hobby oder auf dem Weg zum Beruf, kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem man sich bewusst fragen muss, was will ich eigentlich erreichen? Welche Ziele verfolge ich mit meiner Kunst? Und was ist mir dabei eigentlich wichtig? Diese Fragen sind nicht dazu da, um sich einzuengen, sondern um sich auszurichten. Denn wenn man sein inneres Ziel kennt, dann fluten einen die Ideen zwar immer noch, aber sie fließen in die richtige Richtung. Das ist ein riesiger Unterschied. Sonst fühlt es sich schnell so an, als würde man 10 Türen aufstoßen und nirgendwo reingehen. Ziele können alles Mögliche sein. Vielleicht möchtest du auf die Schönheit alltäglicher Dinge aufmerksam machen. Vielleicht möchtest du deine eigenen Gefühle sichtbar machen, verarbeiten oder teilen. Oder du willst einfach machen, ohne diesen ständigen Anspruch, dass es eine große Bedeutung haben oder von außen als gut bewertet werden muss. Alles davon ist absolut legitim, solange es deins ist. Wenn du dir das einmal klar gemacht hast, wird es viel leichter, neue Ideen einzuordnen. Du kannst dann intuitiver spüren, dient mir diese Idee wirklich oder ist sie nur eine Ablenkung? Will sie mich erfüllen oder nur Energie ziehen? Diese Art von Klarheit hilft dir dabei, nicht auf jede kreative Eingebung gleich anzuspringen, sondern sie kurz durch deinen inneren Filter laufen zu lassen. Du lernst zu unterscheiden zwischen der Idee, weil sie gerade cool aussieht, und der Idee, die wirklich zu dir passt, dich weiterbringt und innerlich zum Leuchten bringt. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht spontan sein darf. Aber es bedeutet, dass deine Energie dorthin fließt, wo sie auch wirklich etwas aufbauen kann. Im nächsten Video, das hoffentlich in 2 Wochen erscheinen wird, kommen wir dann mal zum Malprozess selbst. Ich hoffe, euch hat das kleine Backstage heute gefallen und wenn es so ist, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Wobei, selbst wenn ihr es doof fandet, dann sagt mir bitte warum und was ich besser machen kann, worauf ich vielleicht ein bisschen detaillierter eingehen soll. Und generell, falls ihr spezifische Fragen habt, haut gerne alles raus, ich versuche alles zu beantworten. Ab sofort werde ich regelmäßig neue Videos hochladen, also abonnieren bitte nicht vergessen, ich weiß es mega zu schätzen. Danke euch fürs Zuschauen heute und bis zum nächsten Mal.